In der Botschaft aus der geistigen Welt geht es um drei Dinge. Was ist jetzt besonders wichtig für uns? Wovon ist es eine gute Idee, künftig ein bisschen Abstand zu nehmen? Und sie stellt uns eine Frage, die wir uns stellen dürfen, bevor wir ins Handeln gehen. Auch wenn die geistige Welt in ihrer Botschaft auf die heutige Sommersonnenwende Bezug nimmt, ist es doch eine zeitlose Botschaft. Checke bitte für dich, inwieweit du damit in Resonanz gehen kannst. Am Ende der Botschaft, zu der wir gleich hinswitchen, verlinke ich für dich das eine oder andere weitere hilfreiche Video. Und jetzt genießen wir die Botschaft. Ich wünsche dir eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Video oder Podcast an dieser Stelle schon mal Tschüss. Ich verbinde mich mit dem grün-goldenen Licht und liebevollen Aspekt der Urquelle und bitte für mich und die Zuseher und Zuhörer auf meinem Kanal um Antwort auf die Frage, was ist jetzt für uns wichtig zu wissen und gegebenenfalls zu tun? Und danke schon jetzt dafür. Wir grüßen dich und die Zuseher und Zuhörer auf deinem Kanal und übermitteln unsere Botschaft für euch. Es ist die Zeit der Sommersonnenwende und zu allen Zeiten wurde sie von den Menschen gefeiert. Jedoch in vielen Jahrtausenden zuvor auf eine andere Art und Weise, als ihr es heute zu tun geneigt seid. Es war kein Hype, kein großes Fest auf der Oberfläche, sondern ein tief empfundenes Verbundensein mit der Natur und ihren Abläufen. Tief, tief verbunden fühlten sich in Urzeiten die Menschen damit. Davon seid ihr heutzutage in dieser modernen Welt ganz oft weit entfernt. Für euch ist es ein Prickeln, ein oberflächliches Hervorrufen von Emotionen, die schon bald wieder einen neuen Hype verlangen, um euch abzulenken von dem, was wirklich wichtig ist. Was ist wirklich wichtig? Wirklich wichtig ist, und dafür seid ihr hier in dieses Leben auf der Erde inkarniert, zu lernen, wer ihr selbst als Seele in eurer Tiefe seid und das zum Ausdruck zu bringen, anstatt euch von eurem oberflächlichen Ego-Verstand, der die Oberhand gewonnen hat, hin und her zu reißen lassen von einem Event zum nächsten. Und der Events gibt es viele in der heutigen Zeit. Da sind die großen Sport- und Musikereignisse. Da sind Veranstaltungen großen Ausmaßes. Selbst Veranstaltungen, wo in großem Maße meditiert wird, verkommen oft zu einem Hype. Wendet euch ab von diesem Sein und Tun. Es entspricht bei weitem nicht dem, was eure Seelen in ihrer Tiefe sich wünschen, was euer Seelen selbst in seiner wahren Natur sich wünscht, sich selbst zu erkennen und zum Ausdruck zu bringen. Deswegen stellt euch bei allem und jedem, was ihr geneigt seid zu tun, immer die Frage, wer will das? Wünscht sich das mein Herz, meine Seele, mein tiefstes Sein verbunden mit der Erde und ihren Energien, verbunden als ein Kanal zwischen dem Universum, dem All-Einen und den tiefsten Tiefen von Gaia? Oder wünscht sich das mein Ego
um irgendwo dazu zu gehören und nicht auszubrechen aus dem, was die Masse von mir verlangt. Und mit Masse sind nicht nur große Menschenmengen gemeint, sondern auch euer näheres Umfeld, auch euer Freundeskreis, eure Familie, eure Kollegen. Stellt euch diese Frage. Ist das, was ich jetzt geneigt bin zu tun, zum Wohle meines höchsten Selbst, zum Wohle der Erde in ihrer Ganzheit, zum Wohle dessen, wozu ich hierher gekommen bin auf diese Erde? Und nur wenn ihr diese Frage mit einem klaren, tief in eurem Herzen gefühlten Ja beantworten könnt, dann folgt diesem Impuls. Die Impulse, die eurem Seelen selbst entsprechen, sind oft nur ganz leise. Jedoch seid ihr zunehmend dazu in der Lage, zu hören, zu sehen, zu fühlen, zu wissen, was dem entspricht, wozu ihr hier seid. Wendet euch genau diesem zu. Ihr könnt es. Und ihr könnt auch Kontakt zum Universum, zu eurem höheren Selbst, zu dem göttlichen Kern in euch herstellen. Dazu seid ihr zunehmend in der Lage. Wir unterstützen euch dabei zu jeder Zeit. Fragt uns nur und ihr erhaltet Antwort auf dem Wege, der euch am leichtesten verständlich ist. Wir lieben euch, wir danken euch für euer Sein. Wir sind jederzeit für euch da. Danke.